Hallo Leute, im heutigen Video möchte ich ganz gerne mit euch über das neue AHA-Peeling von Balea sprechen. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, mein Name ist Chenja und ich beschäftige mich bereits seit Jahren mit Hautpflege und Inhaltsstoffen in kosmetischen Mitteln. Ich bin auch gelernte Drogistin und habe jahrelang in diesem Beruf gearbeitet. Mittlerweile entwickle ich eigene Hautpflegeprodukte, also falls euer Herz auch so sehr für Skincare schlagen sollte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Zunächst einmal möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Peeling um ein sogenanntes chemisches Peeling handelt, also ein Peeling, dessen Wirkweise auf Säuren basiert, und die enthaltenen Säuren sind sozusagen dazu in der Lage, die Verbindung zwischen den abgestorbenen Hornzellen herabzusetzen, sodass sie schneller abgestoßen werden. Das wiederum trägt eben dazu bei, dass die Haut weniger schuppig und rau aussieht. Dann legen wir mal los mit den Herstellerversprechen und ob diese Versprechen den Inhaltsstoffen gerecht werden. Das Balea Niacinamid AHA Peeling verfeinert das Hautbild, fördert die Zellerneuerung und sorgt für eine glattere Hautoberfläche. Das leichte Gel-Peeling befreit die Haut von überschüssigen Hautschüppchen und verleiht ihr so neue Strahlkraft. Das Hautbild erscheint klarer und der Teint erfrischt und ebenmäßiger. Ähnlich wie beim Balea Niacinamid Serum wurde bei diesem Produkt eine In-Vivo-Studie und eine Selbstbewertung durchgeführt. Ich persönlich finde die In-Vivo-Studie besonders spannend, weil Selbstbewertungen einfach arg subjektiv und schwer messbar sind. Im Fall der In-Vivo-Studie wurde sozusagen eine glattere Hautoberfläche bei den Probanden und Probandinnen nach 4-wöchiger Testphase gemessen, und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber auch nicht sonderlich verwunderlich auf Grundlage der Formulierung. Die Formulierung des Balea Peelings schauen wir uns jetzt mal an. Hierfür habe ich euch mal wieder eine kleine Übersicht gestaltet. Falls euch das Ganze ein bisschen zu schnell gehen sollte, dann könnt ihr das Video natürlich jederzeit pausieren. Wie es der Name schon sagt, ist 5% Niacinamid in diesem Peeling enthalten, und das ist meiner Meinung nach auch eine gute Konzentration, denn Niacinamid ist bis 5% relativ gut erforscht und kann feuchtigkeitsbindend wirken, talgregulierend, es kann hilfreich bei Unreinheiten sein, es kann bei Pigmentflecken und Rötungen hilfreich sein. Also ein wirklich vielseitiger Inhaltsstoff, der auch wunderbar verträglich ist. Danach folgt feuchtigkeitsbindendes Glycerin und dann kommt schon die erste Säure in Form von Glykolsäure. Und Glykolsäure kann unter anderem die Kollagensynthese der Haut ankurbeln, was in einer pralleren Haut resultieren kann, und sie ist auch hilfreich bei Pigmentflecken. Danach kommt schon die nächste Säure, und zwar Mandelsäure. Und Mandelsäure ist eigentlich verträglicher als die Glykolsäure, weil sie einfach größere Teilchen aufweist, und sie ist auch für ölige Haut gut geeignet, weil sie so ein bisschen fettliebender ist im Vergleich zur Glykolsäure und kann auch hier bei Pigmentflecken sehr hilfreich sein. Danach kommt feuchtigkeitsbindendes Pentylenglykol, Aloe Vera Saft, Panthenol, und es ist auch noch reizlinderndes Allantoin und feuchtigkeitsbindendes Natriumhyaluronat enthalten. Das Produkt ist komplett unparfümiert, was ich wirklich großartig finde, denn das kann die Haut auch noch zusätzlich belasten und reizen und wäre in diesem Fall meiner Meinung nach total unnötig und eher nachteilig. Und der pH-Wert des Peelings liegt bei ca. 4, den habe ich selbst gemessen, weil man leider auf der Verpackung keinerlei Infos dazu finden kann. In Bezug auf die Versprechen wurde hier einiges richtig gemacht, denn das enthaltene Niacinamid kann durchaus hautbildverfeinernd wirken, weil es eben einen talgregulierenden Effekt hat und so dem Öl auf der Haut Einhalt gebieten kann, wodurch die Poren natürlich kleiner erscheinen. Die Glykol und die Mandelsäure tragen natürlich dazu bei, dass die abgestorbenen Hornzellen schneller abgestoßen werden, was wiederum in einer weniger rauen und glatteren Haut resultiert. Bevor ich euch erkläre, wie ich dieses Produkt in meine Routine integriere, möchte ich noch mal ganz kurz auf einen Mythos eingehen. Und zwar haben mir ganz viele von euch geschrieben, dass es ja gar nicht sein kann, dass Niacinamid mit Säuren in einem Produkt kombiniert wird, weil ja der saure pH-Wert das komplett instabil machen würde. Aber dazu sei erstmal erwähnt, dass natürlich alle Produkte, die auf den Markt gebracht werden, einem Stabilitätstest unterzogen werden. Zweitens ist Niacinamid ein Rohstoff bzw. ein Inhaltsstoff, der sehr, sehr stabil und auch wirklich vielseitig einsetzbar ist. Also da müssen schon einige Vorgänge passieren, damit Niacinamid innerhalb einer Formulierung instabil wird, wie zum Beispiel sehr, sehr hohe Temperaturen vorhanden sein. Ich habe dazu auch einen spannenden Artikel gefunden, den verlinke ich euch unten in der Infobox, dann könnt ihr euch auch
nochmal selbstständig dazu informieren. Als Anwendungshinweis findet man auf dem Peeling, dass man es runterspülen soll, und das ist so eine Empfehlung, die den Herstellern ein Stück weit Sicherheit gibt, denn dadurch wird das Irritationspotenzial ihres Produkts minimiert und damit kommt es natürlich auch zu weniger Reklamationen. Ich persönlich lasse das Peeling auf meiner Haut drauf, weil ich meine Haut gut kenne und weiß, dass sie mit solchen eher niedrigen Konzentrationen wunderbar zurechtkommt, vor allem wenn ich das Produkt nur 1- bis 2-mal die Woche benutze. Ich nutze solche Peelings abends und das nur 1- bis 2-mal die Woche, direkt nach der Reinigung mit meinem Reinigungsgelee, und darüber kommt dann auch noch eine sehr einfach formulierte Feuchtigkeitscreme. Ich verwende jetzt nicht noch zusätzlich irgendwelche Produkte mit super vielen Actives drin, weil ich persönlich damit nicht so gut zurechtkomme. Also mit dieser Methode fahre ich zumindest richtig, richtig gut. Und natürlich solltet ihr keinesfalls vergessen, morgens immer einen UV-Schutz in Form einer Sonnencreme aufzutragen, wenn ihr Peelings verwendet, egal ob es Peelings mit abrasiven Partikeln sind oder Peelings mit Säuren, weil sie eben durchaus die Hornschicht dünner machen können und wir die Haut darunter vor UV-Strahlung schützen sollten. Abschließend muss ich sagen, dass ich dieses Peeling von Balea wirklich toll finde und bisher auch gut vertrage. Ich finde auch die Textur sehr angenehm. Es ist jetzt nicht so klebrig wie das Niacinamid-Serum von Balea. Es hat schon eine gewisse Klebrigkeit, aber mich persönlich stört das abends überhaupt nicht. Die Textur ist nicht zu dünn, aber auch nicht zu dickflüssig, und was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist die Primärverpackung mit dem Pumpkopf, denn dadurch lässt sich dieses Produkt auch wunderbar dosieren. Und mir hat auch jemand von euch auf Instagram geschrieben, dass es jetzt wohl mal wieder Zeit wäre für ein neues Best-of Balea Video. Falls ihr auch dieser Meinung sein solltet, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Und ich hoffe sehr, dass euch meine erste Einschätzung geholfen hat, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!